La. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Kleiderkammerrückblick. Und zwar besprechen wir diesmal, ihr habt es ja schon im Thumbnail gesehen, mal eben gucken, wie man es ausrichtet. Da im Hintergrund die Schuhreparatur oder die Schuhreparaturservice der Firma HX. Ja, kurze Geschichte dazu, wie ich da überhaupt dran gekommen bin. Ich habe die Schuhe hier sehr günstig in gebrauchten Zustand gekauft. Als sie geliefert wurden, hatte ich festgestellt, ich habe jetzt diesen Stiefel als Beispiel genommen, dass einer dieser Beschläge hier abgebrochen war. Der war also nicht mehr da, nur noch hier die Niete war da und ein Stück des Metalls. Und dann waren hier diese äußeren Gummibänder. Ich habe auch eine genaue Bezeichnung, ich gucke da noch mal eben nach, das habe ich jetzt schon wieder vergessen, wie das heißt. Die waren hier und da eingerissen. Die Sohle selber war gar nicht so stark abgenutzt. Ja, ich war eigentlich schon drauf und dran, das Ganze zurückzuschicken, weil es ja nun mal gebrauchte Stiefel zwar sein sollten, sag ich mal, aber nicht unbedingt defekte Stiefel. Und ein Defekt ist für mich ganz klar, wenn hier so ein Ding abgebrochen ist, dann ist das für mich eigentlich, hat das dann nicht mehr den Gebrauchswert und da war ich ersucht, das zurückzuschicken. Ja, dann habe ich mich aber noch mal eben kurz geschlossen, unter anderem mit dem Camo-Affen, und der sagte, du, HX, die bieten auch einen Reparaturservice an. Und ich hatte, der HX hatte ich so, Firma kenne ich, klar, ist jetzt übrigens auch kein Werbevideo für HX. Ich habe sonst eigentlich immer Lova getragen und ich wusste von Lova, die reparieren auf jeden Fall, da kannst du neu besohlen lassen und so weiter. Hier mit der Firma hatte ich mich nie auseinandergesetzt. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann mal auf die Homepage von denen gegangen und dann mal geschaut, wie sieht es da aus. Ah ja, aha, das und das kann man alles machen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann rufe ich da jetzt erstmal an. Ich frage mal nach, was kommen da ungefähr für Kosten auf mich zu, weil das ging von der Homepage für mich nicht so ganz klar hervor. Da stand Schuhe neu besohlen, irgendwie was mit 90 Euro. Und da dachte ich schon, ist das denn jetzt ein Schuh nur, der da neu besohlt wird? Oder sind das denn beide? Weil ich glaube, es stand in der Einzahl da geschrieben. Aber letzten Endes ist es auch egal. Ich habe da angerufen und ich muss sagen, super nette Dame da in dieser Hotline für diesen Reparaturservice. Hat mich da tipptopp beraten, war sehr zuvorkommend, sehr engagiert, was ich jetzt von meinem letzten Gespräch mit der Techniker-Krankenkasse übrigens nicht sagen kann. Ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall hat sie zu mir gesagt, wissen Sie was, schicken Sie die Schuhe einfach mal hier hin. Wir gucken uns das Ganze an und dann rufen wir sie an und sagen da, was wir da machen können und was dann das für Kosten auf sie kommen. Ja, dann habe ich dann einfach mal gemacht. Und ich glaube, einen Tag nachdem ich da angerufen hatte, habe ich bereits, nicht angerufen hatte, nachdem die Schuhe dort eingegangen sind, habe ich bereits einen Anruf erhalten. Und dann hat man mir ein entsprechendes Angebot gemacht. Und weil ich die Preise jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf habe, gucke ich noch mal eben kurz auf die Rechnung drauf. So, da haben wir hier stehen. Das ist übrigens der Boots Cold Wet Weather Male Brown. Ich meine, dass der in der belgischen Armee auch getragen wurde, weil ich den von einem Händler aus Belgien habe. So. Sohle und Gummiseitenband erneuert. Also sprich dieses Teil und das Gummiseitenband. Bei beiden Stiefeln erneuert. Und das schlug zu Buche mit 89,91 Euro. Das ist allerdings jetzt netto.
Da kommt dann noch der Versand drauf und die Mehrwertsteuer. Am Ende lag ich dann mit der Reparatur dieser Stiefel bei 115,26 Euro. Dieser Beschlag, der wurde erneuert, und zwar kostet das normalerweise, ich glaube, 19,50 Euro. Das haben die auf Kulanz gemacht. Habe ich also nichts für bezahlt. Finde ich toll. Ebenfalls riecht der Stiefel nagelneu. Die haben also, ich könnte mir vorstellen, dass sie ihn auch desinfiziert haben. Könnte ich mir vorstellen. Es war auch eine neue Einlegesohle drin. Das war jetzt kein Luxusprodukt, das war wirklich eine ganz einfache Einlegesohle, aber trotzdem einfach eine nette Geste. Und wir haben hier vorne ein bisschen am Finish gearbeitet. Da wurde also nochmal irgendwas drüber hergetragen. Hier war nämlich noch etwas, man sieht das hier, da ist so ein leichter Cut drin. Der Stiefel wurde halt mal benutzt, klar. Das wurde dann auch noch mal so ein bisschen mit Farbe bearbeitet. Und die Sohle, die da vorher drunter war, die war ziemlich ausgehärtet. Und ich habe die Stiefel jetzt ein paar Mal angehabt. Wunderbar, läuft sich ja wie neue Stiefel, kann man sagen. Und ich persönlich finde, für den Preis und den Service, den ich da erhalten habe, ist das eine gute Sache. Also eine angemessene Geschichte meines Erachtens nach. Und man hat so einen Stiefel, auch wenn ihr jetzt so einen Stiefel habt und der noch in Ordnung ist, aber lediglich Abnutzungserscheinungen hat, lasst ihn nochmal überarbeiten. Also bevor man den wegfeuert und sich dann irgendwie für 200 Euro einen neuen Stiefel kauft oder neue Stiefel kauft, warum nicht reparieren lassen? Mir hat das sehr gut gefallen und deshalb habe ich da jetzt auch ein kleines Review-Video drüber gemacht, damit ihr das mal seht. Meindl bieten das auch an. Das habe ich gerade noch mal eben kurz nachgelesen. Ich wollte noch mal eben recherchieren, wer es noch macht. Und wie gesagt, Lova auch. Ich weiß nicht, welcher Schuhhersteller das noch anbietet. Aber ich halte es da auch mit Schuhkauf, was sowas anbelangt, sehr mit, ja, ich sag mal, deutschen Produkten oder wenigstens Produkten, die hier in der EU produziert wurden oder werden. Denn den Binnenmarkt zu stärken, das kann nicht verkehrt sein. Ich bin da nicht so eine Trendhure, die da, Entschuldigung, bitte, schuldig bitte den Ausdruck, die da jedem Produkt, was über den großen Teich kommt, hinterherrennen muss. Ich denke, wir haben hier bei uns hier auf dem heimischen Markt haben wir genug Anbieter von Schuhen, die entsprechende Kriterien ebenso erfüllen können. Ja, das war mein kleines Review zu dem Schuhreparaturservice von HX. Ich persönlich kann das empfehlen und ja, was ihr davon haltet, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare rein oder auch was ihr für Stiefel habt, wie lange ihr die schon habt, ob ihr die schon mal habt neu besohlen lassen und wie ihr allgemein mit diesen Stiefeln so zufrieden seid. Ich würde mich freuen und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ja, da habe ich doch tatsächlich noch was vergessen, was ebenfalls auf Kulanz erneuert wurde und was man absolut nicht außer Acht lassen darf. Und das sind die Schnürsenkel. Die sind nämlich auch neu gekommen, wo ich dann nichts für bezahlt habe. Ja, mehr brauche ich dann auch wohl nicht zu sagen. Tschüss. Doch, ja, so, jetzt habe ich doch noch einen kurzen Nachtrag. Habe ich jetzt auch vergessen. Ich muss das mal eben alles ein bisschen stabilisieren hier. Ich habe alles unterm Arm, den Hund da. Ne, warte mal, machen wir alles. So, meine Herren. Das Ganze hat so circa 2 Wochen gedauert, wenn ich mich recht erinnere. Also wer es jetzt total mega eilig hat und auf den letzten Drücker noch irgendwie seinen Schuh reparieren will, der ist natürlich bei sowas an der falschen Adresse. Und da muss ich auch sagen, das sind natürlich auch noch falsche Erwartungshaltungen, die man hat. Ich habe zwischendurch nämlich noch eine E-Mail bekommen und da wurde mir mitgeteilt, dass die Schuhe zur weiteren Reparatur in das Schuhwerk nach Kroatien geschickt wurden. Also da habe ich dann auch nichts für bezahlt. Wahrscheinlich fährt da sowieso irgendwie alle paar Tage irgendwie ein LKW mit irgendwas rüber oder so. Das ist dann da wahrscheinlich mitgegangen. Also ich meine, es waren so grob 2,5 Wochen vielleicht, wie es gedauert hat.
Ja, also ich denke, die Zeit kann man dafür investieren oder man kann sich ja vorher sagen, ja, ich brauche die Schuhe jetzt auch nicht unbedingt, aber ich lasse mal erneuern und dann sitzt man da auch nicht irgendwie auf heißen Kohlen. Ja, das war's, was ich noch sagen wollte und jetzt ist auch wirklich endgültig Schluss mit dem stümperhaften Rumgestammel hier. Tschüss!